Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute nehme ich mir die Speerträger der imperialen Armee vor. Wie immer kommt natürlich erst die Farbe runter und dann neue drauf. Die alten Speerträger haben allerdings nur 4 verschiedene Posen. Dann sehen sie natürlich etwas langweilig aus. Also habe ich mich ein bisschen umgetan und habe Pikeniere aus dem 16. Jahrhundert gefunden, die sehr gut zu den imperialen Speerträgern passen. Also wird das eine gemischte Einheit aus GW und gedruckten Figuren. Der Großteil der schweren Infanterie des 15. und 16. Jahrhunderts bestand aus Pikenieren. Die Bezeichnung leitet sich vom französischen Wort pique ab, das sich wiederum von piquer, stechen, ableitet. Die Pike oder auch der Spieß war effektiv im Kampf gegen Kavallerie. Außerdem brauchten die in engen Formationen kämpfenden Pikeniere weit weniger Ausbildung als zum Beispiel ein Ritter oder ein Kürassier. Folglich waren sie sehr billig auszustatten. Ein anderer Vorteil der Pike war, dass sie über eine größere Reichweite verfügte als die Lanzen berittener Kämpfer. Im Kampf gegen Kavallerie wurde sie mit dem hinteren Ende in den Boden gesteckt und die Infanteristen ließen die Anreitenden im wahrsten Sinne des Wortes auflaufen. Vorläufer der Pikeniere gab es bereits im 13. Jahrhundert in Schottland, wo die rebellierenden Schotten die Schildtrons aufstellten, die auch enge Formationen aus Speerträgern waren. Wer jetzt Mel Gibsons Braveheart im Kopf hat und den Schildwall, der dort aufgerichtet wird, es geht in diese Richtung, allerdings hat Braveheart leider nicht viel mit Geschichte zu tun. Es war allerdings dann in der Schweiz, wo die Formation der Pikeniere weiterentwickelt wurde. Zuerst waren es Hellebardiere und später eben die mit Spießen bewaffnete Infanterie, die den habsburgischen Rittern in mehreren Schlachten harte Niederlagen zufügten. Die Pikeniere beschleunigten durch ihr Erscheinen auf dem Schlachtfeld auch den militärischen Niedergang der Ritter und wie ja auch schon ganz am Anfang der Reihe gesagt, entstand dadurch auch die Taktik der Gewalthaufen. Bis ins 16. Jahrhundert wurden vor allem Schweizer Söldner angeworben, allerdings formierten sich auch bald außerhalb der Schweiz Pikeniereinheiten. Ein kurzer Einwurf am Rande: Bis ins 19. Jahrhundert war das Söldnerwesen in der Schweiz sogar gesetzlich geregelt und wurde als Schweizer Truppen in fremden Diensten bezeichnet. Auf diese Weise wollte man die individuelle Reisläuferei, wie das Söldnerwesen auch genannt wurde, eindämmen und natürlich gleichzeitig Einnahmen erzielen. Im 16. Jahrhundert kämpften meist Pikeniereinheiten gegen Pikeniereinheiten. Wenn es gelang, eine Bresche in die gegnerische Formation zu schlagen, war es Aufgabe der Hellebardiere und Rondagiere und der mit Zweihändern bewaffneten Söldnern, diese zu erweitern. Pikenformationen verkeilten sich oft im Nahkampf miteinander und es wird angenommen, dass man die Zweihandschwertkämpfer einsetzte, um in so einer Situation einen Einbruch in die feindliche Formation zu erzwingen. Auf diesen Einsatz der Söldner geht auch der Name Gassenhauer zurück, eben eine Gasse in die feindliche Linie reinhauen. Waren die Pikenierformationen am Anfang noch gemischt mit Hellebardieren, Rondagieren, Pikenieren und den Bihandschwertkämpfern, bestanden spanische Tercios nur noch aus Pikenieren und Schützen, die schon sehr früh die Gewalthaufen ergänzten. Manövrieren in der Pikenformation war äußerst schwierig, weswegen ein intensiver Drill nötig war. Bereits im späten 15. Jahrhundert begann der Einsatz von Trommlern, die das Marschtempo vorgaben. An den Rändern der Formation standen die Feldwebel, die die Ordnung in der Formation aufrechterhalten mussten. Sie waren mit einer Hellebarde bewaffnet, die nicht nur ein Zeichen für ihren Rang war, sondern auch zum Zusammenhalten der Formation genutzt wurde. Fiel zum Beispiel ein Pikenier aus dem Gleichschritt, dann war es durchaus üblich, dass der Feldwebel diesen mit der flachen Seite der Hellebarde schlug. Die Einhaltung der Formation war für die Söldner sogar überlebenswichtig. Nur solange sie die Formation hielten, waren sie gegen die Angriffe der Kavallerie geschützt. Ein einzelner Pikenier war zwar nicht wehrlos, in der Regel hatte er einen Katzbalger, das ist ein 50 bis 55 cm langes Kurzschwert dabei, oder irgendeine andere Seitenwaffe. Aber außerhalb einer Formation ist eine Pike nur eine sehr lange Stange mit einer scharfen Spitze. Sobald ein Reiter oder Infanterist diese Spitze passiert hat, ist eine einzelne Pike praktisch nutzlos. Ein Beispiel, wie der Kampf eines einzelnen Pikeniers gegen einen einzelnen Gegner aussehen kann, habe ich mal wieder in der Antike gefunden. Wie immer verweise ich hier auf die makedonischen Phalangiten, die zwar keine Pikeniere sind, aber ähnlich eingesetzt wurden. In einem Wettbewerb kämpften ein Phalangit und ein bekannter Athlet gegeneinander und es handelte sich bei diesem Kampf allerdings nicht um einen sportlichen Wettstreit, sondern um einen richtigen Zweikampf. Der Phalangit trat in voller Ausrüstung an. Linothorax, also seine Rüstung, dazu sein Schild, sein Schwert, das war entweder eine Kopis, das ist ein einschneidiges Hiebschwert, oder ein Xyphos, das ist ein Schwert mit einer blattförmigen Klinge. Und natürlich die Sarissa, also eine bis zu 4 Meter lange Lanze. Der Athlet hingegen trat laut den Quellen nur mit einer Keule an und wenn man den Quellen Glauben schenken darf, war das auch das Einzige, was er dabei hatte. Es gelang ihm sehr schnell, die Spitze der Sarissa zu überwinden und er erschlug den Makedonen, bevor dieser überhaupt sein Schwert ziehen konnte. In einer Formation wie der Pikeniere oder auch eben der Phalangiten bei den Makedonen war es unheimlich schwer, diesen wirklichen Wall aus Speerspitzen, der sich einem entgegenstreckte, zu überwinden. Wenn es allerdings gelang, diesen Wall zu überwinden, dann konnte das für so eine Formation wirklich zu einem großen Problem werden, denn dann kam es auf die Fähigkeiten des Einzelnen im Nahkampf an. Trotz all der Schlagkraft der Pikeniere waren sie natürlich nicht gegen Weiterentwicklung von Taktik und Bewaffnung
Bewaffnung gefeit. Die Kavallerie entwickelte das Vorgehen der Caracolla und das Verhältnis zwischen Pikenieren und Musketenschützen verschob sich im Dreißigjährigen Krieg endgültig zugunsten der Schützen und in der Mitte des 17. Jahrhunderts machten Pikeniere weniger als 1/3 der Infanterie europäischer Heere aus. Trotzdem wurden sie immer noch als wichtig für die Abwehr von Kavallerie erachtet. Erst mit der Verbreitung des Bajonetts in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden Pikeniere nach und nach überflüssig. So sanken die anfängliche Bedeutung und das Ansehen der Pikeniere immer mehr, bis sie im Dreißigjährigen Krieg vollständig den Musketieren untergeordnet wurden. Von 1703 bis 1708 lösten zuerst Frankreich, dann England und schließlich auch die niederländische Armee ihre Pikenierregimenter auf. Nur in Schweden und Russland waren sie noch bis in die 1720er Jahre im Einsatz. Der bereits erwähnte Nachfolger war das Bajonett und noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts hielten viele Generäle Bajonettangriffe für eine sinnvolle Taktik. Wozu solche Ansichten dann geführt haben, sieht man in den Bajonettangriffen des Ersten Weltkriegs, in denen die Soldaten durch MGs im wahrsten Sinne des Wortes reihenweise niedergemäht wurden. Bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts waren viele Pikeniere noch durch Brust- und Rückenpanzer geschützt, sowie einen offenen Helm. Neben der Pike waren die Söldner auch noch mit dem bereits erwähnten Katzbalger bewaffnet, der auch den Beinamen Landsknechtsschwert erhielt. In England kam vor allem in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die schwere Pikenierrüstung zum Einsatz und auch die gedruckten Pikeniere und die imperialen Speerträger hier haben zum Teil sehr schwere Rüstung, obwohl sie ins 16. Jahrhundert gehören. Die schwere Pikenierrüstung besteht aus Stahl und wurde vor allem im englischen Bürgerkrieg 1642 bis 1651 benutzt. Bereits die Truppen von Elisabeth I. standen hauptsächlich aus Pikenieren und Arkebusieren. Der traditionelle Langbogen der Engländer wurde mit der Zeit durch Piken ersetzt, weil er nicht mehr mit der steigenden Qualität der Rüstungen mithalten konnte. Rüstungen für Pikeniere waren besonders stabil hergestellt und boten sogar zu ihrer Zeit einen guten Schutz gegen Arkebusenkugeln. Der Brustpanzer war aus einem Stück getrieben, war im senkrechten Brustbereich zusätzlich verstärkt und hatte auch Beinschützer, die beweglich waren und die Oberschenkel schützten. Der Helm zur schweren englischen Rüstung wurde auch Pot Helmet genannt. Außerdem gab es auch noch die Bezeichnung Lobster Pot. Diese Bezeichnung kenne ich aber nur in der Verbindung mit Kavallerie, von daher weiß ich nicht, ob das auch auf Infanteriehelme angewendet wurde. Wie die Rüstung war auch der Helm sehr schwer gearbeitet und war mit einem Visier ausgestattet, das aus starken Metallstäben bestand. Der Nacken wurde von beweglichen Platten geschützt. Grund für die Schwere und damit auch die gesteigerte Schutzwirkung der Rüstung war die Kampfweise der Pikeniere. Wie schon in anderen Videos gesagt, bildeten sie zusammen mit den Arkebusieren eine Aufstellung ähnlich der makedonischen Phalanx, die aufgrund der großen Anzahl an Kämpfern relativ unbeweglich war. Entsprechend gut mussten sie gegen Beschuss und Schwerthiebe geschützt sein. Die meisten schweren Pikenierrüstungen waren sehr einfach gearbeitet, da die meisten ihrer Träger Bauern und Arbeiter gewesen waren. Mit steigender Qualität und Durchschlagskraft der Feuerwaffen verloren dann allerdings auch diese Rüstungen ihre Bedeutung. Kurz vor Schluss gibt's natürlich wie immer noch einen kurzen Einschub. Die meisten von euch kennen sicher die Redensart etwas von der Pike auflernen. Diese hat sich, wie der Wortlaut ja schon andeutet, aus dem Pikenieren entwickelt. Ein Soldat, der gerade angeworben worden war und keinerlei Ausrüstung wie eine Muskete, Arkebuse oder ein Pferd mitbringen konnte, der bekam einfach eine Pike. Er musste also sein Handwerk von der Pike auf lernen. Außerdem gibt es auch noch den Begriff des Spießbürgers oder des Spießers. Spießbürger waren zur Verteidigung der Stadt mit Piken ausgerüstet, daher der Name. Heute ist dieser Begriff ja eher abwertend gemeint und ich denke, jeder von uns kennt den einen oder anderen spießigen Menschen. Das kommt von diesen Stadtwächtern. Zu deren Aufgaben gehörte es nämlich, Leute, die kein Wohnrecht in der Stadt hatten, vor Toresschluss aus der Stadt zu treiben. Zur Not auch durch Androhung des Einsatzes ihrer Piken. Und damit sind jetzt unsere Pikeniere und Speerträger auch fertig geworden. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da. Teilt das Video, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.